Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und ihr seht schon, alles ist im dichten Nebel gehüllt, ja. Die Stadtansicht ist wieder sehr nebelig und ja, gefällt mir auf jeden Fall sehr gut, das Design. Ne? Ist ja abwechselnd Nebel, Schnee und die normale Stadtansicht. Ich glaube, mehr gibt es gar nicht, ich weiß es gar nicht so genau. Da könnte auch ein bisschen mehr Vielfalt noch rein, meiner Meinung nach. Aber ja, das ist auf jeden Fall kein Muss, nur so ein kleiner Gedankengang von mir, dass man solche optischen Veränderungen auf jeden Fall ja, hier und da ein bisschen vielleicht machen könnte, um ein bisschen mehr Vielfalt und ein bisschen das Game aufzuhübschen. So wie diese tollen PNG-Ballons, die hier rein kopiert wurden. Ja, die sehen jetzt, ja gut, die sind jetzt nicht so, also ich weiß nicht, da bin ich jetzt nicht so der Fan von, wenn die sich wenigstens ein bisschen bewegen würden oder so. Ne? Ansonsten haben wir hier in der Unterwelt auch schöne Optik, ne? Auch ganz nice auf jeden Fall. Und ja, ist auf jeden Fall alles ein bisschen dekoriert, denn wir haben es nämlich, ja, Hexen-Event, ne? Wir haben es heute Hexen-Event, ihr seht schon, überall sind hier kleine Dekorationen am Start und ja, wenn wir hier mal drauf gehen, sehen wir auch alles, was wir haben. Prachtparade der Pilze haben wir hier, Glanzparade des Goldes, Auraler Großputz, Fest der Festung, Tag der verlorenen Seelen. Hier der Hexentanz, sehr nice, sehr nützlich, wenn wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Und einmal Akkordabenteuer, das überspringende Abenteuer in der Taverne ist kostenlos, ja. Also wir haben hier keine zusätzlichen Kosten, ne, dafür, dass wir hier die Quests überspringen können. Ne. Können wir jetzt alles ganz easy machen, wir brauchen dafür nichts bezahlen, keine Sanduhren, keine Pilze, können einfach losskippen, was natürlich super cool ist, da wir ja auch jetzt momentan gerade unter anderem Gold-Event hier mit drin haben. Und beim Gold-Event skippt man ja sowieso am besten die ganze Zeit immer durch, ne, damit man hier so schnell wie möglich wieder Stadtwache reinbekommt, um dann halt ein maximales Goldeinkommen über die Tage zu haben. Das geht jetzt das ganze Wochenende so, das ist natürlich ziemlich nice. Sehr, sehr nice auf jeden Fall und eine Erleichterung für alle Spieler, denke ich mal. Außerdem spart man sich ein paar Sanduhren, ne? Und ja, Sanduhren, apropos, haben wir hier auch im, gut, hier haben wir jetzt keine Sanduhren drauf, aber wir haben hier beim Würfelspieler ganz viele Sachen mal zwei, ne? Außer halt die wichtigen Sachen, also für mich jetzt auf dem Account hier. Kristalle brauchen wir, ja, ansonsten haben wir hier Gold, das ist natürlich sehr nützlich. Kristalle brauche ich, der Rest ist mir eigentlich egal. Wir haben ja auf Steine, Holz, also auf die Ressourcen haben wir dann ja Sanduhren außen vor. Ne, auf die Seelen haben wir, also auf alle Ressourcen quasi. Okay, das nehmen wir mal mit. Ja. So, und hier nehmen wir mal die Kristalle. Mal schauen, am besten wäre ja Gold an der Stelle. Ne, Gold würde ich mir wünschen. Ja, sehr nice. Jetzt vielleicht auch nochmal ein viertes Mal. Sehr cool, 4-mal gibt schon 50 Mille. 5-mal ist natürlich zu schön, um wahr zu sein, sag ich mal so. Ne? Das sind auf jeden Fall schon ein paar Skillpunkte an der Stelle. Ne? Da lohnt es sich natürlich auch ein hohes Level zu haben. Und ja, das gleiche natürlich hier in der hier beim Glücksrad. Ne? Mal schauen, wie oft wir hier Gold bekommen. Einmal haben wir jetzt. 2-mal, okay, wieder 2-mal, so wie immer quasi. Und hier sehen wir jetzt, haben wir das Event, von dem wir hier auf was wir zu sprechen kommen. Ne, wie heißt das nochmal? Das Hexen-Event hier, Hexentanz. Ja, wir können jetzt alle Gegenstände hier einfach in den Kessel schmeißen, ohne dass wir jetzt hier ein bestimmtes Auswahl-Event haben. Ne, hier glitzert alles so schön. Ja, hier glitzert auch alles. Können wir jetzt alles reinwerfen. Sehr cool. Ja, lohnt sich auf jeden Fall, ein großes Inventar zu haben. Das ist natürlich sehr nice. Man braucht sich nicht einen Gegenstand die ganze Zeit aufheben, sondern kann einfach alles hier verwerten die Tage über, was natürlich unglaublich cool ist. Und ja, bringt einen auch nochmal sehr gute Skillpunkte. Ne? Alle Items rein damit. Und so kann man auch schön Platz schaffen hier. Sehr cool. Vor allen Dingen für Leute halt interessant, die noch beim Wirbelwind hängen irgendwie. Ne? Die können jetzt Wirbelwind-Etagen machen ohne Ende. Ne? Das, was natürlich auch sehr, sehr cool ist. Und ja, können diese Sachen gleich sofort zur Hexe bringen, weil die natürlich gleich sofort verwerten kann. Das ist natürlich ziemlich interessant für meine anderen Accounts auch. Hier zum Beispiel mein Battle Mage. Ja, ich muss ja immer zur Hexe. So, da können wir hier alles auch reinschmeißen. Ja,
Sehr nice, endlich mal wieder ein bisschen Platz im Inventar. Hier haben wir noch ganz viele Wirbelwind-Items, immer noch, ja. Keine Schnitte gehabt, dass die mal rankommen. Jetzt haben wir hier das Hexen-Event und können hiermit komplett aufräumen. Das ist schon nice. Ja, die ganze Zeit wartet man drauf, dass man die hier mal zur Hexe bringen kann. Jetzt hat man da speziell ein Event für. Finde ich ziemlich nice, könnte öfter mal sein an der Stelle, ja. Und hier der Berserker natürlich darf auch nicht fehlen. Hier haben wir natürlich auch ganz viele Wirbelwind-Items, noch ganz viel anderen Stuff hier. Irgendwo hatten wir noch so viele. Hier haben wir noch ein paar gehabt noch. Zack, zack, zack. Und das war es im Prinzip unterm Strich. Wir können mal schauen, haben wir noch hier... Also Ausdauertränke finde ich hier so gut wie gar nicht auf dem Account. Das ist ein bisschen schade. Wir haben noch einen Stärketrank, können wir noch reinnehmen, aber Ausdauertränke haben wir leider gar nicht. Die finde ich so gut wie nie auf dem Berserker. Das ist schade. Weil ich wollte an der Stelle nämlich noch ein bisschen jetzt aufräumen mit dem Wirbelwind quasi. Dass wir da noch ein bisschen vorankommen. Ne? Mit Fulltränken. Leider schaffen wir das so nicht. Ja, jetzt kriegen wir sogar noch ein Epic hier. Ist natürlich nicht verkehrt so, ne? Aber ja, so weit komme ich leider nicht mehr im Wirbelwind, dass wir hier noch großartig viele Items bekommen, um noch mehr zur Hexe bringen zu können. Ne? Deswegen ja, müssen wir uns da noch ein bisschen gedulden. Ansonsten, ja, Pets, weiß ich gar nicht, können wir dreimal füttern. Ja, man sieht irgendwie mittlerweile gar nicht mehr durch, welches Event irgendwie am Start ist. Mittlerweile, ne, weil so viele Events auf einmal immer am Start sind. Außer, ja gut, jetzt speziell an diesem Wochenende. Ansonsten hat man, ja, weiß ich nicht, seine ganz normalen zwei bis drei kleinen Events, was ja im Prinzip einem großen Event von den 4 Events entspricht, die wir schon so lange Zeit kennen. Ne? Jetzt hat ja jedes kleine Event seinen eigenen Namen irgendwie. Und deswegen kommt einem das auch so viel vor. Unterm Strich ist es ja nichts anderes als Gold-Event. Ja, Prachtparade der Pilze sind 2. Dann haben wir Ressourcen. Ja, Ressourcen-Event, ne, durch die Fest der Festung. Außer, das wurde halt unterteilt, dass man halt bei dem Ressourcen-Event keine Pilze findet. Ne? Und das sind halt 3 große Events. So, dann kommt halt der Hexentanz dazu. Das ist halt noch ein extra Event, so, ne? Akkordabenteuer. Ja gut, das sind halt viele kleine, so, ne? Und ja, im Prinzip ist es ja im Prinzip das, was es die letzten Events auch waren, so, nur dass es halt, wie gesagt, andere Namen haben. Ne? Außer, wie gesagt, dass halt jetzt dass jetzt so eine kleinen Extra-Events dazwischen kommen. Die hatten ja auch schon erwähnt gehabt, dass es in 2021 mehrere solcher kleinen Events mal geben sollte. Was ganz nice ist auf jeden Fall, so eine Abwechslung schaffen soll zu den alten Events, die wir eh schon kennen. Ne? Und ich freue mich drauf, dass da eventuell noch mehr kommen soll in Zukunft. Ne? Außerdem hatten die dieses Hexen-Event ja auch schon zum Anfang der Events angekündigt gehabt, dass sowas mal kommen soll, oder es war zumindest mal so im Umlauf, dass sowas kommt oder kommen wird. Aber das ist jetzt das erste Mal, dass wir das so gesehen haben. Ich hoffe mal nicht, nur weil jetzt hier Walpurgisnacht ist, dass es das einzige Mal dieses Jahr ist, dass dieses Hexen-Event kommt. Das wäre ein bisschen schade. Das könnten sie ruhig mal hier und da einführen. So, ne? Allerdings passt es natürlich zur Walpurgisnacht am besten thematisch. Ne? Ansonsten könnte es noch rein theoretisch passen, wenn man, ja, weiß ich nicht, diese Ansicht passt ja eher so zu Halloween mit dem Nebel, so diese Dekoration hier mit dem Pentagramm hier, das passt ja auch alles eher so zu Halloween, also ich kann mir vorstellen, dass wir dieses Event nochmal an Halloween sehen werden, aber da lassen wir uns, wie gesagt, überraschen, was da so kommt, ne? Und ja, ich werde jetzt noch gechillt meine Alu hier durchklicken, ne, damit wir hier schnell nachher die Stadtwache reinkriegen, damit wir hier nicht allzu viel Verlust haben über die Zeit gesehen. Und ja, dann soll es das nämlich für heute auch wieder erstmal soweit gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Ich wünsche euch viel Spaß, viel Erfolg mit dem Event hier. Ne? Hoffentlich bekommt ihr da gute Stat-Punkte, ne? Und natürlich könnt ihr das Ganze kostenlos durchklickern. Das ist natürlich noch umso nicer auf jeden Fall. Ne? Deswegen ja, sollte man das Event auf jeden Fall nutzen, wenn man hier aktiv am Playen ist. Ne?
Und jo, das ist natürlich eine ganz schlechte Quest hier. Ja, dann war es das soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein und bis zum nächsten Mal.